Hey and hello to everyone. Heute ist der Tag, an dem wir zurückgehen nach Madrid. Und zwar fliegen wir von München nach Madrid. Mit dem Zug von Österreich nach Deutschland zuerst und dann ab in den Flieger. Das klappt, da man Deutschland nur zum Transit benutzt und schließlich hier nicht bleibt. Der Flug selbst dauert nur ca. 2,5 Stunden. Für Spanien benötigt man zurzeit noch einen negativen PCR-Test, den wir vorbildlicherweise in Salzburg in einem Drive-In erledigt hatten, und eine Einreiseregistrierung, die wir wie jedes Mal kurz zuvor 5 Minuten vor Abflug ausgefüllt hatten. Sobald man diesen QR-Code von der Einreiseregistrierung gescannt hat, ist man auch schon ohne Quarantäne auf freiem Fuß. Warum Madrid? Nicht nur mein Freund hat mir hier mein Herz gestohlen, sondern auch die Stadt selbst. Madrid ist irgendwie mein Zuhause, jedenfalls teilzeitmäßig. Wir haben hier eine Wohnung und ebenso auch die Möglichkeit, im Winter ein bisschen zu entfliehen und auch mein Heimatland. Die Fälle hier sind ein bisschen niedriger mittlerweile und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Aber wie ist eigentlich die Situation zurzeit in Madrid? Ups, ein bisschen windig. Die Inzidenz in Österreich liegt bei 274 und in Spanien gerade mal bei 61. Also der Statistik nach zu urteilen, liegt ja schon ein großer Unterschied. Naja, aber wer macht das schon, ganz ehrlich. Madrid selbst hat sich in letzter Zeit den Ruf erarbeitet oder vielleicht einfach nur bekommen, die einzige Hauptstadt in Europa zu sein, bei der noch alles offen ist und die Menschen normal leben. Aber wie ist das wirklich? Die Restaurants hier sind offen, zumindest bis 11 Uhr oder 23 Uhr, wenn die Ausgangsbeschränkungen beginnen. Was noch? Gute Frage. Eigentlich Restaurants und Bars sind normal geöffnet, Dienstleister, Gyms, Stores sind alle auch ganz normal geöffnet. Man hat hier noch ein bisschen das Gefühl, dass das Leben normal ist. Aber war das schon immer so? Madrid hatte über das letzte Jahr hinweg immer schon eigene Regelungen. Nach dem ersten Lockdown, also März, April, Mai, wurde eigentlich nicht mehr so viel reguliert. Prinzipiell war immer alles offen. Es ist einfach so, dass Madrid generell immer ein bisschen im Kampf steht mit der eigenen Regierung im Land. Beispielsweise jetzt auch an Ostern, in dem im ganzen Land beschlossen wurde, nicht zwischen Regionen zu reisen und Madrid hier doch wieder ein bisschen eine eigene Suppe kochen muss. Aber so ist das eben hier. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Park Retiro. Naja, wir sind eigentlich schon hier. Unser Plan ist heute, uns ein Boot zu nehmen. Mal schauen, ob es funktioniert, weil das Wetter ist heute so schön. Okay. Vielleicht war diese Idee nicht ganz so gut durchdacht. Wir hatten wunderschönes Wetter, es ist der Beginn vom Frühling. Wir sind in einem wunderschönen großen Park in einer Stadt. Natürlich waren wir nicht die Einzigen, die diese Idee hatten. Nachdem wir diese Schlange sahen, haben wir unsere Pläne ganz schnell über Bord geworfen. Endlich wieder Gyms. So lange haben wir alle darauf gewartet, oder einige warten immer noch darauf, aber monatelang habe ich darauf gewartet, endlich wieder ins Fitnessstudio gehen zu können, endlich wieder trainieren zu können. In Madrid war das gar nicht so einfach, ein Fitnessstudio zu finden, das einen akzeptiert. Es war einfach, Verträge zu finden, die man nach 1, 2, 3 Monaten wieder kündigen kann. Aber als nicht-spanischer Einwohner einen Vertrag zu bekommen, ist hier fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe viele Gyms abgeklappert und nach langem Suchen endlich eins gefunden. Naja, jetzt bin ich hier und so ist es hier. Also sie haben eigentlich ganz normal geöffnet mit ein bisschen weniger oder verringerter Personenanzahl. Der einzige Unterschied, was man jetzt zu der früheren Zeit hat, man braucht einen Termin, um trainieren zu gehen. Das heißt, am besten 24 Stunden vorher in der App einen Termin ausmachen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber was macht man nicht alles? Und dann Maske auf und ab zum Training.
Aber zurück zum Thema. Madrid gilt momentan als die Hauptstadt in Europa ohne Restriktionen, als Corona-Party-Oase, wie man es auch manchmal liest. Aber ganz so ist das nicht. Es gibt ja auch Ausgangsbeschränkungen von 23 Uhr bis 6 Uhr, eine Maskenpflicht, Regulierungen, wie viele Leute sich privat oder auf den Straßen treffen dürfen. Der Unterschied dazu ist, die Leute halten sich daran. Es ist schwer, jemanden auf der Straße zu treffen, der die Maske unter der Nase trägt, sie nicht trägt oder sich einfach den Regeln widersetzt. Madrid hat sich über den letzten Wochen und Monaten immer wieder eigene Regelungen gehabt, wie auch beispielsweise in den letzten Wochen Valencia oder Mallorca einen harten Lockdown durchlebt hatten und Madrid eben nicht. Hier kommt die Ministerpräsidentin Isabel Díaz Ayuso ins Spiel. Sie sieht ihre Aufgabe darin, Madrid und ihre Gastronomie durch diese schwere Zeit zu lenken. Sie brachte einmal die Aussage, es ist leicht, die Geschäfte zu schließen, aber fast unmöglich, die Geschäfte nach dieser schweren Zeit wieder ins Leben zu erwecken. Und da ist schon was Wahres dran. Nichtsdestotrotz muss man die letzten Monate in Betracht ziehen, an denen Madrid immer mal wieder der Hotspot des gesamten Landes und Krankenhäuser stark belegt waren. Jetzt gehen die Inzidenzwerte auf jeden Fall in eine gute Richtung und sinken von Tag zu Tag. Doch wo genau liegt hier der Unterschied des Endergebnisses in der Herangehensweise? Durch diesen ungewollten Ruf wurden auch andere Länder sehr schnell darauf aufmerksam. In Frankreich wurde die Stadt als Stadt der Freiheit durch Rundfunk- und Reisebüros angepriesen. Darauf folgten auch ein großer Tourismusandrang. Und das ist schließlich das, was in der Hand der Gesellschaft liegt. Und meines Erachtens auch gut zu vergleichen mit der aktuellen Situation in Mallorca. Nur weil das RKI beschließt, Mallorca ist kein Hochrisikoland mehr, ist das doch nicht gleichzusetzen mit der Neueröffnung eines Urlaubsortes. Oder wie seht ihr das? Ich beende hier dieses Video nun mit einer offenen Frage. Schreibt es in die Kommentare, teilt mir eure Meinung mit. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich wirklich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und ansonsten, stay safe!